Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten und ich habe für euch natürlich wie immer frisch gepresste Themen. Themen sind zum Beispiel Lufthansa verbessert den Hon-Circle, dann Lufthansa möchte Premium Airlines Nummer 1 in Europa, in der Welt werden, schauen wir uns an. Dann British Airways ändert die Beförderungsbedingungen, dass wer geheim filmt oder filmt, wie heißt das so schön, Crewfilm filmt oder Crew filmt, der kann lebenslang gebannt werden. Und Lufthansa baut die ITA schneller aus. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen und natürlich auch wie immer aufs School zu kommen und zu kommentieren. Stammtisch übrigens am 9. Mai, ja, in Frankfurt. Und dann geht es direkt zum ersten Thema. Das erste Thema ist, dass die Lufthansa die ITA schneller ausbaut, nachdem man ja die Anteile bei der ITA geholt hat, Miles & More ausgerollt hat, setzt man klar auf Wachstum im Langstreckenbereich. Besonders Rom entwickelt sich dynamisch, aber auch ganz besonders strategisch wird es wichtiger. Auch ist man profitabel, denn in 2025 hatte man 25 Millionen Euro operativ Gewinn gemacht. Die Langstreckenflotte soll auf 30 Flugzeuge wachsen, das sind 6 Flugzeuge mehr als eigentlich geplant. Aktuell hat man ja 14 A330 Neos, 6 A350er und man möchte mit mehr als plus 6%, also mehr als oder plus 6% wachsen, was über dem europäischen Durchschnitt liegt. Lufthansa hält ja aktuell 41%, Ziel sind 90% in 2027. Investitionen sind gewesen, natürlich die 325 Millionen, die schon bezahlt worden sind. Weitere 325 Millionen und dann die berühmt-berüchtigten 100 Millionen Bonus. Dann gehört die Bude zu 90% Hansens. Ja, die Integration in A++, also in das Atlantic Joint Venture, ist natürlich geplant und die Integration von Miles & More ist ja auch passiert. Ich denke mal, spannend wird halt dieses Hub-System, was man in Rom aufbaut. Das ist besonders spannend für die Leute in den Regionen, die mit Air France KLM geflogen sind, weil das gerade die Konkurrenz ist mit Paris und mit Mailand und Madrid. Wie komme ich auf Mailand? Madrid natürlich. Heißt also auch mit mehr Direktverbindungen nach Südamerika, potenzielle Reise, vielleicht durch Wettbewerb, ich hoffe es mal. Und dadurch, dass jetzt die ITA Teil der Miles & More ist es natürlich für uns auch wesentlich besser und wird auch gerade wichtig bei dem Programm Hon-Circle Verbesserungen, was wir als letztes Thema haben. Zitat ist natürlich von Jörg Eberhard, das ist der Veranstaltungsleiter bei der ITA von der Lufthansa. Rom wächst im Langstreckengeschäft doppelt so schnell wie Europa und das ist natürlich eine gute Sache. Und Lufthansa setzt hier auch aggressiv auf Expansion bei der ITA, das kann man so sagen und damit wird ITA vielleicht auch der Gamechanger, vielleicht die neue Swiss, die also auch gute Renditen bringt und auch ordentlich funktioniert. Ja, wird Rom zum neuen Mega-Hub der Lufthansa. Ja, Lufthansa will Premium Airline Nummer 1 werden. Ich muss selber ein bisschen lachen, grinsen, denn Lufthansa positioniert sich neu als Premium Airline und investiert ja massiv in ihr Produkt. Flotte, Kundenerlebnis trotz hoher Kosten. 100 Jahre Lufthansa feiert man ja 2026. Ziel ist halt wirklich Premium Airline in Europa die Nummer 1 zu werden. Massive Investitionen, wir kennen ja alle das Allegris Kabinenkonzept, aber auch Fox, was ja mittlerweile ausgerollt wurde und wird in den Kabinen von der First Class. Da ist es ja drin, Business Class, Premium Economy und Economy Class. Ja, neue Flugzeuge kommen ja auch im 2-Wochen-Takt in die Flotte. Verbesserte Pünktlichkeit, also bester Wert seit 10 Jahren. Langstreckenwachstum geplant und Fokus auf die 777X, wenn sie dann kommt nächstes Jahr. Ist ein klarer Angriff auf natürlich Fluggesellschaften wie Air France mit ihrem Premium-Anspruch, aber auch Emirates oder Qatar, wie man das so sieht. Und natürlich auch Premium statt Low-Cost. Low-Cost sollen die anderen machen, wobei man natürlich da jetzt so sagt, so ein bisschen hybrid ist die Lufthansa schon, wenn man die No-Thrill-Preise sich da nimmt. Ja, das bessere Produkt von der First Class bis zur Economy Class und die Differenzierung in den Klassen ist natürlich auch interessant. Man hat Premium-Fokus auf Statusprogramme, die man stärkt. Höhere Erwartungen ist klar, dass man Druck auf Miles & More hat. Aber Jens Ritter nennt es halt ein Feuerwerk der Innovation und wir wollen Premium Airline Nummer 1 werden. Und so sieht es halt wirklich aus.
Und die Frage, die wir uns stellen sollten, ist halt, kann Lufthansa wirklich Premium, kann Lufthansa gegen die Gulf Airlines da anstinken? Und ist das Kostenproblem in Deutschland lösbar? Und eine Sache, die müssen wir ja immer ansprechen, Streiks. Kann Deutschland auch einfach mal aufhören zu streiken? Lufthansa geht halt all in auf Premium und Erfolg hängt ab von der Umsetzung, aber auch der Kostenkontrolle. Da könnt ihr ja jetzt die Frage des Tages beantworten, kann Lufthansa wirklich gegen Emirates und Co. gewinnen? British Airways verbietet das Filmen von Crew. British Airways verschärft Regeln vom Filmen von Crew oder Passagieren ohne Zustimmung und kann zum Flugverbot führen. Die neue Regel in Conditions of Carriage hat halt die Konsequenzen, Flugstreichung, zukünftige Sperre, denn es gibt immer mehr Vorfälle mit heimlichen Aufnahmen, Social Media, Livestreams und das Flugzeug ist kein öffentlicher Raum. Gilt auch für Smartphones und die Meta Smart Glasses oder GoPros. Und die Airlines wollen natürlich mehr Kontrolle über die Kabine und wollen auch PR-Schäden vermeiden. Wir haben das ja alle in dem Fall, wenn zum Beispiel Evakuierung oder sowas stand, wird ja immer gesagt, do not film, do not film. Und klar ist das natürlich auch eine Reaktion auf Social Media, aber auch auf Starlink, weil mit Starlink kannst du ja live rausballern. Und klar ist das der Schutz der Crew, Schutz der Passagiere, aber die Frage ist auch Transparency, denn wird die Kritik unterdrückt und kommen bei anderen Fluggesellschaften, die Starlink bekommen, wie die Lufthansa zum Beispiel, auch solche Regeln dann rein? Ich denke mal, dass klare Regeln im Social-Media-Zeitalter absolut Sinn machen und da sein müssen. Und Leute müssen einfach darauf achten, was sie tun. Und es kann ja auch nicht sein, dass man über jeder Sekunde ein Telefon zückt und sagt, oh, guck mal, ein scheiß Mitarbeiter oder sowas. Und das ist halt ein Beginn eines globalen Trends. Der Grund ist natürlich auch, dass es wohl wahrscheinlich Vorfälle gab, die dann viral gegangen sind. Wir erinnern uns zum Beispiel bei Emirates an die Flugbegleiterin, die Shampoos da was war, Mouchardon oder was? Muss ja Prix du Pacha drin gewesen sein. Also die hat den Mouchardon aus aus 2 Flaschen hat sie eine Flasche gemacht und ist dafür gefeuert worden, weil jemand das gefilmt hatte. Ja, schwierig. Also, dass man das nicht macht, ist klar, aber auf der anderen Seite wusste sie ja vielleicht nicht, dass man es nicht macht. Sie hat es ja gut gemeint. Also insofern ist das natürlich ein Riesenthema. Auch hier könnt ihr natürlich beantworten, sollte Filmen im Flugzeug komplett verboten werden. Ich bin dagegen, ganz einfach deshalb, weil solange ich mich selber nur filme und niemanden dabei störe, so what? Das letzte Thema ist natürlich Miles & More, Lufthansa Hon Circle, ein Thema, was natürlich auch wieder für Spannung sorgt. Denn Lufthansa wertet den Hon Circle massiv aus, denn der persönliche Ansprechpartner wird deutlich mächtiger. Ja, den Ansprechpartner gibt es. Wir haben auch für viele unserer Hon Circle-Mitglieder im Frequent Traveler Circle, haben wir auch gute Kontakte zu den Kollegen dort und die wichtigsten Fakten sind halt 24/7 Ansprechpartner, also das heißt, die können 24/7 angesprochen werden. Ich weiß jetzt nicht, wie man das sicherstellen möchte, aber wahrscheinlich wird es ein Team sein. Zuständig für Umbuchungen, Buchungen, Upgrades und Ziel ist es, dass man One Face to Customer hat. Also das heißt, dass es eine zentrale Anlaufstelle war. Wobei ich im Prinzip bis jetzt auch immer das Gefühl hatte, dass die alles gemacht haben. Also wenn es da um Sachen ging und damit ist es Rückkehr eines Premium-Service-Modells, ganz ehrlich, und die Umsetzung ab 2026, also ab sofort. Und Hon Circle wird dadurch natürlich deutlich wertvoller, das muss man ehrlicherweise sagen. Ist halt ein bisschen Elite versus Masse, hat auch damit zu tun, dass man vielleicht nicht mehr so viele Hon Circle hat und diesen Service dann auch anbieten kann, ehrlicherweise. Potenziell größere Serviceverbesserungen seit Jahrzehnten oder seit Jahren. Erfolg hängt halt ab von der echten Umsetzung. Und die Frage ist der Hon Circle bald wieder wirklich exklusiv? Ich kann als Fazit zusammenfassen eigentlich nur sagen, dass Lufthansa auf Premium setzt, aber auch auf Expansion, siehe Allegris, siehe Fox, siehe auch Hon Circle Verbesserungen, siehe aber auch mit der ITA. Und ITA wird halt ein strategischer Wachstumstreiber. Airlines reagieren stärker natürlich auch auf die Social-Media-Risiken, die wir haben. Denn Vielfliegerprogramme sollen auch elitärer werden und damit ist die Zeit an Bord auch elitär. Das muss man ja ehrlicherweise sagen. Gut, ich kann jetzt natürlich nicht viel sagen, man soll sich im Sonntagsstart zum Flieger bringen oder gehen, aber es ist halt so. Und der Fokus verschiebt sich wirklich Masse und dann High-Value-Kunden auf der anderen Seite. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch auf School zu kommen und natürlich auch die Fragen des Tages zu beantworten. Die Frage ist natürlich ganz klipp und klar, ist der Hon Circle bald wieder exklusiv? Und die andere Frage, die wir auch mit dem Lufthansa Premium-Anspruch
stellen müssen, kann Lufthansa wirklich gegen Emirates und Co. gewinnen. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV und ich freue mich mit euch auf die nächste Sendung, wenn ihr wieder dabei seid oder am Stammtisch. Also, bis man sich wieder persönlich sieht. Ich freue mich. Ciao.